Zwischen uns steht eine kleine Espressomaschinenrevolution, nämlich die ECM Synchronica 2 mit einer komplett überarbeiteten Faema E61 Brühgruppe. Diese Espressomaschine macht vieles anders. Unter anderem werden wir heute zum ersten Mal mit einem Lächeln über die Aufheizzeit einer Faema E61 sprechen. Lasst uns loslegen. Während Michel und ich jetzt gerade in diesem Moment an der Weltleitmesse in Kopenhagen sind, an der WOC, geht diese Maschine neu auf den Markt. Und das ist eigentlich schon ein Hinweis dafür, dass wir die Maschine schon ein paar Wochen haben durften. Wir konnten sie schon richtig ausführlich testen. Wie immer, die Maschine haben wir natürlich gekauft. Der Test ist komplett unabhängig. Wir sagen euch, was wir denken, wie in jedem Video, so auch heute. Und trotzdem freuen wir uns, dass wir schon draufschauen konnten. So könnt ihr heute, wenn die Maschine auf den Markt kommt, schon erfahren, was wir denken. Und ich muss sagen, in einigen haben wir ziemlich viele positive Eindrücke, in anderen Bereichen wie immer werden wir auch unsere Punkte zum Meckern finden. Das gehört ja schon ein bisschen auch dazu. Und es ist ja für uns auch wichtig, wir sagen jetzt hier nicht, das ist eine Maschine, die müsst ihr kaufen oder die müsst ihr nicht kaufen, sondern wir wollen euch eine gute Übersicht geben. Und damit fangen wir gerade an, Michel, mit den Rahmendaten. Dual Boiler, mit Power, aus dem Hause ECM. Was kannst du noch hinzufügen? Ja, einfach die typische Synchronica halt. Panzer ist ein bisschen böse formuliert, aber es ist einfach, das Ding wiegt 32,5 Kilogramm. Also ich habe das mit Thomas zusammen auf die Waage gehoben, einfach, dass ich mir nichts breche, aber da ist ein Material verbaut, das ist hochwertig, es ist sehr viel Edelstahl, es ist diese massive Grundkonstruktion mit allen Edelstahlteilen, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, an der Optik merkt ihr, so viel ist optisch nicht passiert. Optisch ist nicht so viel passiert, aber innen hat man dann doch ein bisschen mehr gemacht. Auf jeden Fall, weil, und das dürfen wir, glaube ich, als erstes einmal raushauen, es ist die erste Faema-Brühgruppe in meinem Gedankengang, wo wir nach 8 Minuten brühen können. Nach 8 Minuten ist dieses Maschinchen heiß und das haben wir natürlich wieder mit verschiedensten Protokollen überprüft, mit unserem eigenen Protokoll. Dann haben wir geschaut, bleibt sie auch konstant mit dem WBC-Protokoll. Also die Maschine hat einen echten Stresstest über sich ergehen lassen und 8 Minuten ist schon eine Ansage. Also 8 Minuten ist eine Ansage. Lass uns das in den Kontext bringen. Bisher waren wir, ich glaube, schnellstens mal bei 17, 18 Minuten. Gibt so 1, 2 Faema E61, die das auf die Reihe bekommen. Also Sanremo U war dann bei 15 oder 16. Das ist aber so eine abkopierte Faema-Brühgruppe, kann man nicht 100% vergleichen. Aber also die sieht zumindest auch komplett anders aus. Die hätte ich jetzt gar nicht dazu gezählt. Auf jeden Fall, aber so von der Bauweise ist es an die angegliedert, auch beheizt. Und ich glaube, das ist das Stichwort. Ja. Wir machen einfach eine aktive Heizung rein. Und da ist der Ansatz von ECM, dass in der Brühgruppe, wenn ihr euch vorstellt, diese Brühgruppe ist ja nicht so, dass ihr habt super viel Masse. Also wir sprechen von über 4 Kilo Masse. Nur dieses Ding. Und ist Messing verchromt, aber das ist super viel Material. Und es ist jetzt nicht super viel Material mit ganz, ganz viel Masse, die einfach nicht genutzt wird, sondern es gibt da nicht so viel Platz, wo man Heizpatronen reinmachen kann. Es sind aber 2 Heizpatronen obereinander in dieser Brühgruppe drin. Von hinten haben jeweils 200 Watt. Also wir heizen mit 400 Watt dazu und können so die die Massentemperatur eigentlich sehr schnell auf den Punkt bringen, wo ihr wirklich, Brühgruppe nicht anfassen nach 8 Minuten, weil die ist heiß. Das finde ich wirklich spannend, weil wir haben ja immer wieder darüber geredet, wir haben ja gesagt, das ist doch aus der Zeit gefallen. Es verbraucht so viel Strom, wenn man diese Maschinen so lange aufheizen muss und aber vor allem auch die Wartezeit, ne? Wenn man sich dann erstmal wirklich zum Teil eine Dreiviertelstunde, hier in dem Fall jetzt irgendwie 30 Minuten, 35 Minuten, glaube ich, vorher, sich auf den Espresso innerlich vorbereiten muss. Ja. Und jetzt ist es so, 8 Minuten fühlt sich irgendwie überschaubar an. Es ist dann gleich soweit, dieses Gefühl steht die ganze Zeit im Raum. Und ich glaube auch wie du hast es gesagt, aus der Zeit gefallen, dieses Thermosifo-Prinzip, dieses Wasser zirkuliert und heizt Masse auf. Das kann man machen, wenn die Masse 500 Gramm habe, aber nicht bei der vielen Masse.
das dauert einfach. Und das dauert einfach. Grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, wenn ich dann die Masse eben auf Temperatur habe, dann habe ich eine gewisse Stabilität. Das ist natürlich auch etwas, was wir uns heute wiederum anschauen wollen. Denn wenn es nach 8 Minuten heiß ist und dann aber überschießt oder nachher dann den großen Wellengang hat, dann ist das natürlich auch kein Ziel. Das macht etwas, keinen Spaß. Das besprechen wir aber, wenn wir dann den Espresso machen. Und ich bin da gespannt, wie die Espressi uns auch heute wieder schmecken werden. Michel, jetzt habe ich aber schon was angeteasert, und zwar habe ich gesagt, ja, einerseits gibt es so dieses einfach Gefühl, ich möchte jetzt bald einen Espresso trinken. Ne? Mhm. Das andere ist, diese ganzen anderen VEMAs, die haben natürlich einen wahnsinnigen Stromverbrauch, weil es eben so lange dauert. Wie ist denn dann das jetzt hier, wenn wir diese beiden Heizpatronen spielen, wenn wir die jetzt hochheizen, sind wir dann am Ende dann wieder beim gleichen Stromverbrauch? Plus, minus nahe mit dabei, ja. Okay, also stromverbrauchstechnisch eigentlich ähnliche Geschichte. Ja, können wir so festhalten, ne? Absolut. Es ist schon nicht super viel Stromverbrauch, aber es gibt auch Dual-Boiler oder Einkreiser, die weniger verbrauchen, wenn wir nur den Espresso-Boiler einschalten. Wir sind nur beim Espresso-Boiler bei 0,17 Kilowattstunden. Das ist so, um das in den Kontext zu bringen, ein Thermoblock braucht im besten Fall 0,08. Gute Einkreiser, sage ich jetzt mal, oder gute Dual-Boiler nur mit dem Espresso-Boiler sind so bei 0,12, 0,13. Also es ist schon ein bisschen mehr, aber es ist keine Welt rundherum. Nein, also finde ich auch, also jetzt nur Espresso finde ich unter 0,2 ist eigentlich schon ein guter Bereich und auch 0,3 ist jetzt nicht 0,4, was wir auch schon gemessen haben. Ne? Und was wir definitiv merken, ist in dem Moment, wo wir halt den Dampfboiler dazu holen. Wir haben ja immer noch die gleichen Größen. Es ist 0,75 Espresso-Boiler und es ist 2 Liter Dampfboiler. So, also ihr habt immer noch viel Wasser, was ihr hochheizen müsst. Und trotzdem haben wir bei unserem Protokoll, durch das wir eben nicht so lange warten müssen, für die 5 Brühungen dann mit beidem im Einsatz 0,31, was so, ich sage jetzt mal, etwas mehr Strom verbraucht als ein klassischer Zweikreiser. Oder so wie ein schlechterer Zweikreiser vom Stromverbrauch. Ja, ein mittlerer Zweikreiser. Ja. Michel, jetzt haben wir über die Aufheizzeit für den Espresso getrunken und ich denke, das ist mal so die Hauptfrage. Aber wenn wir über Aufheizzeit sprechen, ist natürlich noch die Frage, wann kann ich den ersten Cappuccino schäumen? Ja, das reicht nicht nach 8 Minuten. Weil es ist so, die Maschinen werden ja nicht nur für den europäischen Markt gebaut, sondern für andere Märkte, wo einfach die Leistung, die wir aus dem Strom rauskriegen, geringer sind als bei uns. Und darum ist die Programmierung heute auf den Geräten so, dass wir erstmal nur den Espresso-Boiler einheizen. Das heißt, Espresso-Boiler wird erhitzt, plus natürlich 2x400 Watt Erhitzung in der 2x200 Watt, 400 Watt in der Brühgruppe drin. Das heißt, wir haben nach diesen 5,5, 6 Minuten, wo die Maschine eigentlich schon sagt, ich bin langsam da, dann bitte noch kurz warten, also da braucht sie noch ein bisschen, haben wir auch ausprobiert, da kratzt ihr so an den 92, aber wirklich haarscharf. Ich denke jetzt mal, wenn ihr eher klassische Röstungen, ein bisschen dunkler nehmt oder so, würde das auch schon gehen. Wir haben als Grenzwert immer, die erste Brühung muss über 92 Grad sein, darum sind es diese 8 Minuten, sonst wäre es theoretisch nach 6,5, 7 Minuten auch schon realistisch. So, und dann gehen wir erst an den Dampf. Ja. Und durch das, dass wir 2 Liter haben zum Hochheizen, dauert das dann in der Gesamtzeit 14 Minuten, also nochmal 6 Minuten obendrauf. Beziehungsweise wenn man sagt, nach 6 Minuten, 7 Minuten hört sie vorne auf, dann braucht es nochmal gleich viel Zeit für den Dampfboiler. Also wenn ihr nach 8 Minuten den ersten Espresso sofort brühen würdet, müsstet ihr nochmal 3 Minuten warten, bis ihr Dampf habt. Auf der höchsten Stufe müssen wir noch ein bisschen Relation setzen, sonst dauert es vielleicht 1 Minute länger. Aber so diese letzten 0,2, 0,3, 0,4 Bar macht keine Welt aus. Aber da braucht sie noch mal ein bisschen mehr. Finde ich schon spannend jetzt so als Phänomen, wenn wir eigentlich so eine Brühgruppe aufheizen ohne die Heizeinheiten, dann brauchen wir ja 20, 25 Minuten. Ne? Ja. Der Boiler mit 2 Liter ist trotzdem dann in 6, 7 Minuten eigentlich warm. Ja. Ist interessant, ne? Genau, also das ist so ungefähr das Verhältnis von Zeit, was ihr einplanen könnt. Und ich würde sagen, das ist die wesentliche Neuheit dieser Maschine. Also damit präsentiert ECM, und das finde ich schön, dass man in dieser alten klassischen Optik auch was anderes machen kann. Also raus aus der Trägheit, rein in die Dynamik. Das ist ein bisschen das Motto. Und ja, freue ich mich. Also ich freue mich, dass es da gezeigt wird. Und ich glaube,
diese Maschine mit dieser Optik, mit dieser Brühgruppe, die hat ja auch so ein bisschen einfach natürlich eine große Liebhaberinnengemeinschaft, die auf diese Maschine so stehen und die finden jetzt hier eine Maschine, die auch schnell kann. Also toll, oder? Dafür VAEMA E61, schnell aufheizen, können wir sagen, ECM Syncronica 2 funktioniert. Und die Brühgruppen sind erstens super langlebig und wahrscheinlich werden wir in 30 Jahren, 40 Jahren noch Ersatzteile haben. Also ich glaube, das ist auch so ein Bereich, das hält, das läuft und wir haben das immer wieder stark in Frage gestellt, ob das noch zeitgemäß ist. Und ich glaube, das ist jetzt ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Ich glaube, ergänzend kann man noch sagen, das ist definitiv auch noch eine Überarbeitung. Das kennt ihr schon, das Display, was ECM bei verschiedenen Geräten bzw. auf Profitec-Geräten nutzt. Das wurde jetzt hier auch eingepflegt. Das ermöglicht einerseits auch noch eine Vorbrühungsfunktion, können wir nachher noch darüber sprechen. Aber das gibt noch mal ein bisschen mehr einfache Einstellmöglichkeiten auf dem Display nachher. Michel, lass uns doch da gerade bleiben. Wir kommen jetzt hier nicht zu allzu vielen Neuigkeiten mehr, aber lass uns doch da gleich gerade noch kurz bleiben. Was können wir mit dem Display machen? Ihr habt verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Ihr habt Brühtemperaturen natürlich. Ihr habt Ein- und Ausschaltzeiten. Kann man auch pro Tag 2 Sachen programmieren. Das ist auch sehr simpel, sehr zugänglich. Ihr habt Eco-Modus, das ihr einstellen könnt und ihr habt eine Vorbrühung. Und das war echt spannend, weil ich sage jetzt mal so, wir sind nicht ganz so Freunde davon, von der grundsätzlichen Art und Weise dieser Vorbrühung. Weil ihr müsst euch so vorstellen, ihr habt natürlich eine mechanische Brühöffnung, einen Brühstart, also der Zugang zum Kaffee ist komplett offen und wir haben eine klassische 50 Liter Rotationspumpe. Das heißt, die einzige Möglichkeit, eine Vorbrühung da zu nutzen, ist Einschalten, Ausschalten. Das heißt, wir machen eigentlich die Leistung der Pumpe hoch, sättigen den Kuchen, dauert je nach Kaffee irgendwo 4, 5, 6 Sekunden, machen eine Pause und gehen dann wieder mit der Pumpenleistung obendrauf. Und das kann vor allem beim zweiten Mal draufhauen, also draufhauen, ihr habt ja einen permanenten Druck, der drauf ist, aber dann nochmal vollen Druck aufbauen, kann Channeling auch fördern. Wir haben hier aber die Kombination aus der VAEMA-Brühgruppe mit der Vorbrühkammer. Und das macht zwar beim zweiten Draufhauen, nicht falsch verstehen, ich meine da nicht draufhauen, weil eben die Brühgruppe ist immer noch gesättigt mit Wasser, aber vor allem beim ersten haben wir da einen langsameren Fluss. Das heißt, stellt euch das so vor, die Gruppe an sich reduziert sich selbst ja schon über den Giggler. Das ist die Leitung, die dazu führt, da kann man verschiedene Größen einsetzen, beziehungsweise da werden verschiedene Größen verbaut. Und das reduziert den Startfluss auf den Brühkopf. Viele Hersteller machen aber keine Unterschiedlichkeiten zwischen Vibrations- und Rotationspumpe, der Giggler ist der genau gleiche. Und das reduziert einfach die Wassermenge, die auf den Brühkopf kommt. Jetzt ist die VAEMA-Brühgruppe aber so gebaut, dass ihr ja hier unten die Vorbrühkammer drin habt. Die hat irgendwas zwischen 18 und 20 Milliliter Füllmenge. Und jetzt, was wir mit dem Messgerät des Druckes darstellen können, ist, wir kommen eigentlich mit 9 Bar Druck auf den Brühkopf und dann dauert das so 2 Sekunden und dann macht das so eine kurze Pause für 1 Sekunde und dann geht's erst hoch auf die 9 Bar. Und das ist genau dieses Füllen dieser Vorbrühkammer, weil die macht bei 2 Bar auf, plus minus. So, also wir kommen 9 Bar Druck in der Theorie, haben das relativ stark reduziert über den Giggler, machen dann auf und kommen dann so plus minus nach 4, 5 Sekunden trotz Rotationspumpe erst auf den vollen Brühdruck mit unserem Messgerät. Das heißt, das ist so ein Einsatz wie zum Beispiel das SCASE, das Temperaturmessgerät. Also es bedeutet ohne klassische Kuchensättigung, also ohne Kaffee, aber einfach genau die Leistung, die auf den Kaffeekuchen kommt. Und dann war sehr spannend zu sehen, dass nachher der Druck, der auf dem Kaffeekuchen bleibt, beziehungsweise auf das Messgerät, das lässt ja auch ein bisschen Wasser durch, also wie eigentlich der Kaffee, Wie der Kaffee, gleiche Menge. Also für alle, die das immer wieder fragen, die Messgeräte sind so kalibriert, dass sie auch 80 ml durchlassen in der Brühzeit. Genau. Und dann sieht man wirklich relativ schön, dann fällt der Druck sehr, sehr schnell, es dauert so 3, 4 Sekunden, auf so 2,3, 2,5 Bar. Nach dem Stoppen. Nicht manuell gestoppt, sondern die Pumpe stoppt. Genau. Und dann behält sie sich so bei 1,8, 1,6.
Und dann aber wieder natürlich innerhalb von einer Sekunde, weil der ganze Wasserbereich ja komplett gesättigt ist, machen wir da wieder 9 Bar dann drauf. Und das war sehr spannend zu sehen, dass wir in dem Szenario mit der VEMA-Brühgruppe fast machen konnten, was wir wollten. Wir hatten kein Channeling. Das war echt schön. Michel, hat Spaß gemacht. Super. Ich glaube, das war schön geschildert. Danke für die Ausführungen. Eingangs hast du gesagt, wir sind ja manchmal nicht so happy mit dieser Art von Vorbrühung. Damit hast du dich eben aber ganz generell eben nicht auf die E61 bezogen, sondern auf Brühgruppen bzw. Maschinen, die eben anders funktionieren, also die ganzen anderen Modelle auf dem Markt, die eben nicht genau diese Brühgruppe haben, weil bei dieser Brühgruppe und bei allen anderen VEMA E61 haben wir genau das ja als Stärke. Ne? Ja. Deswegen, das ist der Unterscheidungsmoment. Bei dieser Brühgruppe ist das absolut wertvoll, seht ihr jetzt gerade oder habt ihr jetzt gerade hier nochmal gehört. Was ich super spannend finde auch, vielleicht füge ich das hier noch hinzu, also Präinfusion, super Tool, hier an dieser Stelle, hat eigentlich die Shots besser gemacht und uns geholfen. Obwohl der Druck nicht sofort oder so schnell hochgeht, sind wir trotzdem mit der Temperatur sofort oben, was ich auffällig finde. Also wir sind direkt auf dieser Zieltemperatur. Ja, spannend, ne? Durch das, dass wir einfach eine Thermosiphon, also die Zirkulation bleibt ja des Wassers, es ist ja nur nochmal eine direkte Heizung. Ja. Und das hat echt zu sehr leckeren Shots geführt. Wir werden nachher gerade einen trinken. Mit dem Docker haben wir so ausprobiert. Und auch von der Programmierung limitiert sich die Maschine nicht selbst. Ihr könnt Maximum 10 Sekunden zu Beginn Wasser draufgeben. 10 Sekunden ist dann schon sehr viel. Ich würde da wahrscheinlich je nach Kaffee irgendwie was zwischen 3, 4 und vielleicht 6 wählen. Und dann habt ihr aber eine Pausenmöglichkeit von 40, 50 Sekunden, wenn ihr wollt. Ja. Wir haben jetzt mit 13, 14 ein bisschen experimentiert, auch mal mit 15. Genau, aber so, da gibt's relativ viele Spielmöglichkeiten für eigentlich eine VEMA E61. Für eine VEMA E61, die man natürlich auch, wenn ihr wollen würdet, selber dann wiederum upgraden könnte. Hier mit so einem Durchflussregulator und so weiter ist alles möglich. Gibt's natürlich auch von ECM. Ja. Kann man natürlich auch direkt so kaufen, aber ansonsten ist es eine Maschine ohne Druckprofil und ohne Fließgeschwindigkeit. Man könnte auch noch einen Manometer reinmachen, dass man den Druck dann noch... Genau, die Spielmöglichkeiten sind dann relativ hoch. Wir haben auch noch gedacht, eigentlich wäre das dann cool, das dann noch manuell zu regeln. Da wird aber dann die Reproduzierbarkeit könnte schwieriger werden. Das ist natürlich mit der programmierten Vorbrühung, es ist einfach konstanter. Ja. Michel, die Maschine wird sich erstmal zum bisherigen Modell auf dem Markt platzieren, will es aber mittelfristig ersetzen. Jetzt hier mit der neuen Technologie wird so rund 200-300 Euro mehr kosten. Ja. So sagen wir oder wissen wir, erfahren wir heute. Mal schauen, wie sich es dann nachher wirklich effektiv auch auf dem Markt zeigt. Und ansonsten ist es eine ECM-Synchronika. Also äußere Maße haben sich nicht verändert. Sie ist nach wie vor so schwer wie eh und je. Akustisch, ich hatte das Gefühl, sie ist ein bisschen leiser geworden. Hatte ich auch. Es ist zahlenmäßig nicht eine große Differenz, aber wir sind bei 55 Dezibel. Wir haben auch kein großes Tassenvibrieren obendrauf. Das funktioniert echt gut. Die Rotationspumpe ist gut eingesetzt. Das passt alles und von den Maßen kennt ihr vielleicht noch von der alten Maschine. Ihr seid mit Siemträger bei einer Tiefe von fast 60 Zentimeter. Also da sind wir wieder beim Thema Tischplatte. Die muss definitiv mindestens 60 tief sein. Michel, ich korrigiere dich ungern. Aber es sind 54 Dezibel. 54 sogar? 54. Dann ist noch das ist insofern wichtig, weil die Maschine, die bei dir zu Hause steht, die hat 54 und die ist genauso leise. Das musstest du jetzt noch erwähnen. Das musste ich kurz erwähnen. Ich finde das einfach... Also, das ist echt... Es sind aber, nein, tatsächlich ist es ja 54, 55 haben wir auch gelernt von unserer Community, von euch, die ihr uns immer so viele Kommentare auch unter die Videos schreibt. Vielen Dank dafür. Es ist eben dann viel. Also Dezibel ist dann eben doch noch viel, wie die Kurve sich dann steigert. Ja. Und ist nicht so wesentlich, aber es sind 54, die wir da gemessen haben. 54, die Tiefe mit fast 60, die stimmt aber. Breite von 33, Höhe von 41 und Tiefe ohne Siebträger von 48. Genau, also eine wuchtige Espressomaschine, die Espressos brüht, wie ihr euch sie wünscht. Wuchtig, fruchtig oder. Genau das machen wir jetzt im nächsten Kapitel.
sehr weich. Ich mag das. Sehr viel Karamell, ne? Ja. Sehr viel Karamell. Ja. Schöner Körper. Durchaus jetzt hier ein bisschen auf der saftigeren Seite, würde ich sagen. Aber wunderbar balanciert, alles schön eingebunden. Richtig lecker. So. Mega dicht also Docker ist ein mexikanischer Kaffee und eigentlich nicht so die Körperbombe. Aber hier... Ja, schon, also Körper, aber saftig, ne? Ja. Also, interessant. Ja. Cool. Schöne Extraktion. Wie hat das Arbeiten sich angefühlt? Das ist eine Weimarbrühgruppe. Also, ich finde, das sah eigentlich flüssig aus. Das ist ja jetzt aus dem... Aber, und das liegt nicht an dir, sondern mich stört, dass die so züngelt. Ja, aber das macht ECM seit immer. Ja, und deswegen werden wir es auch immer, also ich werde es deswegen auch immer sagen. Ich meine... Es ist ein super schöner Siebträger, ja, aber die vorne. Ausläufe sind einfach ein bisschen zu breit. Und dann macht es dieses Verschieben. Ja, und ich meine, dann verschiebt es nur so leicht, aber doch muss man die Tassen nachsortieren. Und vor allem, wenn man es dann eben filmt, fällt es besonders auf. Ja. Selbst wenn es ja alles in die Tasse reinlaufen würde, aber dann läuft es eben so auf den Rand und dann nur noch so knapp rein. Und da muss ich sagen, vielleicht lohnt sich das da auch noch was zu verändern, mittelfristig. Ja, so. Wir können ja nochmal ein Feedback geben. Ja, das haben wir jetzt hiermit getan. Wir wünschen haben wir auch schon getan. Das ist nicht haben wir auch schon getan. Wir wünschen uns einen geraden, schönen, fließenden, gerade, einfach so in die Tasse und nicht nachpositionieren müssen. Nee, aber sonst, also wirklich, die Vorbrühung, die macht echt Spaß. Kann man wirklich nutzen, könnt ihr echt damit experimentieren. Ich hatte jetzt bei der Brühung, waren es 4 Sekunden volle Leistung und dann kann ich noch rechnen, 9 Sekunden Pause, also so eine Gesamtzeit 13 Sekunden, die läuft dann ab und dann startet die Extraktion. Die Gesamtbrühzeit war dann bei knapp 35. Würde ihn jetzt, ich glaube, ich würde nicht mehr viel verändern, außer ein bisschen dieses Kakaoige hinten raus. Das könnte noch ein bisschen, auch noch so saftig sein, aber da könnte man jetzt experimentieren. Wie war die Temperatur? Die war auf dem Kaffeemacherprotokoll sehr gut. Ja. Definitiv. Ja, also sprich nach 8 Minuten da, Temperatur sehr gut, wunderbar. Schön. Tatsächlich auf dem Kaffeemacherprotokoll dann, also wir mussten ein bisschen das Offset verändern. Es war bei 2 eingestellt, wir sind auf 0 gegangen. Also die 2 Differenz haben wir wieder quasi zurück reduziert und waren dann eigentlich auf dem Punkt im Kaffeemacherprotokoll. Ja. Und hatten dann eine Abweichung von Standardabweichung über 5 Bezüge, die wir immer dann messen nach eben über 5 Minuten, also jede Minute ein Bezug, 0,77 und ein paar zerquetschte. Und das ist ein sehr guter Wert, wie du richtig sagst. Dann WBC-Protokoll und ich finde, das ist schon auch eine Disziplin, die ein Dual-Boiler dann in einer Preisklasse von rund 3.000 Euro leisten können muss. Bedeutet dann, wir warten 1 Stunde und beginnen dann mit einer Serie von 14 Bezügen, reduzieren uns runter von 10 Minuten Abstand auf nachher 35 Sekunden. Und da erstens, Achtung, wir sind heißer, 1,5 Grad, so im Durchschnitt. Und zweitens, wir haben eine höhere Standardabweichung. Also wir sind dann da leicht schlechter in der Differenz. Wir sind dann bei einem Grad. Ich kann es euch noch genauer sagen. Beim Kaffeemacherprotokoll, um da noch mal kurz zurückzuschauen, das finde ich schon beeindruckend. Wir beginnen ja nach 8 Minuten. Doch 8 Minuten. Und dann nehmen wir diese 5 Bezüge. Dann schauen wir uns den ersten Bezug ein bisschen genauer an und da haben wir dann über den gesamten Bezug eine Differenz von der Sekunde 4 bis 25 von maximal 1,7. Das ist jetzt so mittel. Und dann über alle 5 Bezüge, aber wiederum, da haben wir eine Differenz von insgesamt 2,15. Sprich, über diese ganze Größe von allen 5 Bezügen, da messen wir als niedrigsten Punkt von der 4. Sekunde an bis zu 25 91,31 und als höchsten Punkt 93,46. So, das ist ein guter Wert beim Kaffeemacherprotokoll. Beim WBC geht es ein bisschen weiter auseinander, aber es ist auch diese viel größere Serie natürlich. Da ist es dann so, da haben wir als minimale Temperatur 92,51, als höchste Temperatur aber 96. Ne? Ja. Und das ist dann eine maximale Temperaturdifferenz von 3,97. Das ist jetzt im Vergleich mit anderen Dual-Boilern jetzt nicht schlecht, aber es ist auch kein Bestwert. Also da gibt es 5, 6 andere, die dann noch ein bisschen besser performen. Was wirklich, finde ich, wichtig ist, ihr müsst euch aus meiner Sicht überlegen,
Seid ihr die, die immer nach 8 Minuten den Espresso machen wollen? Oder seid ihr die, die immer nach einer Stunde den Espresso machen wollen? Ja. Da gibt es eine Differenz. Ja. Wenn wir im Kaffeemacherprotokoll den Mittelwert dann über diese 5 Bezüge anschauen von so 92,5, dann haben wir den Mittelwert beim WBC-Protokoll also nach einer Stunde an bei 95. Das heißt, ich würde mich entscheiden, vielleicht ein Mittelding zu wählen. Sprich, eben dann jetzt 92,5 passt ja wunderbar, jetzt ohne Offset. Ja. Und wenn ihr aber sie länger anhabt, dann würde ich sie wahrscheinlich eher auf 92 oder 91 stellen, um dann vielleicht im ersten Shot ein bisschen niedriger in der Temperatur zu sein, aber über den Lauf des Tages dann eigentlich mehr in der Zielrange von Temperatur. Ja. Genau. Würde ich und das, so. Also und dann noch mal. Es war im Kaffeemacherprotokoll war es die 4. beste Maschine, die wir jemals gemessen haben. Genau, mit dieser Umwandlung von Daten, die wir jetzt machen. Also da muss ich sagen, wir haben das nicht immer genau so getrackt. Das stimmt. Aber von denen, die wir das jetzt haben, war sie echt präzise und das macht echt Spaß. Und eben, wenn ihr sie eher länger laufen lässt, dann vielleicht ein Grad runter. Aber es ist bei vielen Maschinen. Wir diskutieren ja immer wieder auch so über Offset für den ersten Shot oder Offset für, ich lasse die Maschine den ganzen Tag an. So. Also es ist vor allem bei vielen Verima-Brühgruppen, ja, voll, absolut. Aber da sind wir wieder bei dieser Thematik, dass es halt doch dann eher eine ältere Technologie ist, die hier versucht wird und auch mit Erfolg präzise zu halten. Ja, genau. Du hast es weniger, wenn du natürlich dann Maschinen hast, die hier sehr viel Temperatursensor haben. So, das ist das ganze Thema, was wir an dieser Stelle zum Thema Temperatur besprechen wollen. Espresso schmeckt, Espresso ist gut, Präfusion macht Spaß und insofern macht das auch Spaß. Also das ist eine Disziplin, Haken dran, klappt. Wie das aber mit dem Schäumen aussieht, das haben wir noch nicht besprochen, Michael. Das haben wir noch nicht besprochen, das können wir auch noch gerade machen. Wir machen noch eine Runde Cappuccino und dann sage ich dir, wie lange es dauert. Da bin ich mal richtig gespannt. Ja, wenn sie jetzt noch eine Volumetrik hat, dann kann man sie für Catering nutzen. Das ist schon geil. Richtig gut. Ja, guck mal. Wie Sahne. Wieso mache ich immer... Guck, der ist richtig gut geworden. Nee, also wirklich... Ich habe wieder... Weißt du, wenn du dich selbst so lobst, dann kann ich dich nicht mehr loben. Nein, aber... Ich wollte eigentlich gerade sagen, Michael, der ist richtig gut. Der ist wirklich richtig gut geworden. So ein Scheiß. Oh, meine Güte. Wir sind scharf. Nein, nur die Kamera. Mindestens die Kamera. Der Espresso ist auch scharf. Ja. Der Kontrast ist auch scharf, Michael. Das hast du wirklich richtig gut gemacht. Ja. Also. Danke. Ich dich auch. Nee, es aber es hat richtig Spaß gemacht zu schäumen. Wirklich. Ja, also gesehen. Als ich dich ans Lächeln ermahnt habe, hast du es auch gemacht. Mhm. Weil, 2 Liter muss es nicht immer sein, aber 2 Liter mit, was haben wir eingestellt? Glaube ich 135 und haben jetzt hier 2,2 Bar. Das ist einfach Wumms. Das ist Wumms, das ballert dir hoch in wie viel Sekunden? 30 Sekunden Wassererhitzung, wie wir das immer machen in unserem Testprotokoll.
Das ist nicht die beste Maschine, aber das ist sehr gut. Das macht Spaß, das hat genügend Power. Da könnt ihr auch mal die ganze Familie zu einem Brunch zu Besuch haben und könnt alle mit geilem Kaffee versorgen und gut schäumen. Und ja, das macht Spaß. Ja, keine Frage. Würde ich auch sagen, also Disziplin. Cappuccino machen ebenfalls sehr gut abgelöst. Nicht die schnellste, aber eine schöne, gleichmäßige Druckperformance, die wir hier geliefert bekommen. Und damit sind wir auch schon quasi so, ich würde sagen, auf der Zielgeraden dieses Videos, Michel. Wir stellen fest, es ist eine ECM Synchronica. Ja. Version 2. Vieles ist bewährte ECM, Qualität, Verarbeitung und so weiter und so fort. Größen sind die gleichen. Ihr könnt hier genauso viele Espresso- und Cappuccino-Tassen draufstellen wie bei allen Synchronicas, weil das ist einfach eine massive, eine große Maschine. Und dann habt ihr jetzt zusätzlich diese doch beachtliche Aufheizzeit. Stromverbrauch ist damit auch besser geworden. Ja. Also er ist besser geworden. Er ist jetzt dadurch, dass man trotzdem relativ viel Strom vorne reinheizen muss und dann natürlich den großen Dampfboiler noch hochheizen muss, ist er auch noch erheblich. Also nicht zu vergleichen mit Nicht-Boilermaschinen, aber im Bereich der Boilermaschinen auf jeden Fall mit einem guten Wert. Absolut. Das können wir auf jeden Fall sagen. Ja, und dann ist das, glaube ich, so eine Maschine. Wir haben ja eben das schon ein bisschen so auch besprochen. Es ist eine VEMA E61, aber sie ist weiterentwickelt. Ja. Und ich würde sagen, wenn ich auf diese Maschine und andere Maschinen schaue mit ähnlicher Technologie, dann wurde ihr hier der größte Painpunkt genommen. Ja. Also was hat man verbessert? Das Schwierigste. Ja. Und das ist aus meiner Sicht die Aufheizzeit gewesen. Klar, man hat eine Temperaturthematik auch, dass viele VEMA E61-Gruppen hinten ein bisschen hochheizen. Das finde ich aber jetzt hier, auch wenn wir uns dann unsere Kurve angucken, nicht dramatisch. Und insofern, aus meiner Sicht wurde das Beste das Schlechteste an der Maschine verbessert. Und das freut mich. Ja, absolut. Finde ich gut. Und jetzt, ich finde, so ist diese Brühgruppe weiterhin absolut vertretbar. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde einfach, es ist super langlebig, das wissen wir ja. Das Ding, und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder überlegen. Wir wissen von vielen Thermoblock-Dickfilmheizern noch nicht, ob die in 15 Jahren noch so präzise brühen, wie wir das von der Brühgruppe wissen. Okay, wir haben jetzt auch keine Maschine, wo wir nach 15 Jahren nochmal Messungen machen, aber wenn man die sauber wartet und putzt und so, was soll denn hier kaputt gehen? Ja, da wird nicht so viel kaputt gehen. Nein, und ich finde, ECM hat das clever gemacht, denn es gibt ja euch, die ihr sagt, wir wollen diese Brühgruppe. Und jetzt kriegt ihr diese Brühgruppe und ihr kriegt sie schnell und warm. Und das ist schön. Das, finde ich, ist ein guter Move, eine gute Weiterentwicklung, um zu sagen, damit macht dieses System ein bisschen mehr Sinn. Es wird nie eine Maschine sein oder eine Brühgruppe, die jetzt eine super diffizile Nachsensorik hat oder die Temperatur schnell ausgleicht, weil die ist auf Masse ausgelegt. Aber in diesem Korsett, finde ich, wurde jetzt da alles richtig gemacht. Und damit sagen wir bravo, Dankeschön. Schön, dass wir sie testen konnten, die ECM Synchronica 2. Jetzt ab sofort, glaube ich, auf dem Markt. Könnt ihr haben. Und ja, viel Spaß damit. Wie gefällt sie euch? Was denkt ihr? Sind das die richtigen Schritte? Würdet ihr euch jetzt doch eine VEMA E61 Brühgruppe kaufen? Beziehungsweise diese Maschine? Oder sagt ihr, nein, auf keinen Fall. Es gibt so viel anderes auf dem Markt. Würde mich interessieren. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Video. Oder schon die Tage. Passt auf euch auf. Bis bald. Trinkt guten Kaffee. Als alter World Barista Champion, Schweizer Barista Meisterschaftsteilnehmer. Ne? Guck mal hier die Innenseiten. Das ist alles Dreck. Ja, das sieht doch keiner. Sind wir scharf? Also auf dem Bildschirm. Ich glaube nicht, dass das geht auf beiden Seiten. Wahrscheinlich schon, aber das ist einfach so Kack halt. Das ist einfach so, dieses scheiß Chromstahl, hingebogene Kack-Dreck-Zeugs. Zwischen uns steht nicht weniger als eine kleine VEMA E61-Revolution, nämlich die ECM Synchronica 2. Und die macht so vieles anders. Sie setzt, eigentlich war der Beginn gut, ne? Ja, aber so viel anders ist auch nicht richtig. Ja, das ist gut gestartet, aber stark abgenommen. Genau.
Das weiß ich übrigens auch auswendig. Boah, ey. Warst du in der Schule auch so? Ich weiß es! Ja. Darf ich sagen, nicht die Manuela. Ich kann es euch noch genauer sagen. Ich kann es aber nicht auswendig. Zack, weg. Nix kann er auswendig. Ich muss immer alles auswendig lernen. Nein. Doch. Du machst es immer. Nein. Und bist dann mega stolz. Ich habe dir noch nie gesagt, lern's aus. Ich sag dir jedes Mal, wir können einfach B-Roll drüber machen. Nein, ich will das können. Du willst das können, aber das ist nichts, was wir sagen, du sollst. Doch, du hast mir mal vor Jahren ein Mühlenblatt hingelegt mit 300 Daten drauf und hast gesagt, wieso kannst du das nicht auswendig? Natürlich mache ich Witze darüber. Aber da gibt es sogar was. Mach mal so, du hast ein langes Haar am Bart. Ich mache Witze. Hä? Hat dich das geprägt? Ich mache Sehr abgespeichert, lieb.